Kill ihn? Lieber würde ich 1 Stunde lang Metin 2 spielen. Hat er nicht gesagt. Oh mein Gott. Dun, dun, dun. Das wäre die schlechteste finanzielle Entscheidung, seitdem ich in Pepecoin investiert habe. Guys, bitte kauft Pepecoin. Ey, irgendjemand hier, bitte kauft Pepecoin, rettet mich. Kappa. Sag bloß, ich muss leveln. Ja. Ob du es glaubst oder nicht, aber in einem MMORPG, wo es nur ums Leveln geht, musst du tatsächlich leveln. Tragic. Eine tragische Wendung. Wirklich tragisch. Einzig logische Konsequenz. Hey, ich habe gehört, du willst einen Jibo kaufen. Ja. 4000 F-Coin. Aber der ist clean. Ja. Und was willst du jetzt von mir, du Affengesicht? Soll ich den aufs Maul hauen oder was? Natürliche Fleischspielerreaktion. Natürlichste Reaktion eines Fleischspielers. So reagiere ich auch immer, wenn jemand mein Angebot nicht annimmt. Das ist normalerweise so. Das gehört zum guten Ton. Das machen die an der Wall Street auch so. Das ist halt ungefähr 10-mal so teuer, wie er kosten sollte. Wow. Das nenne ich mal einen Portbug. The fuck? The fuck? Was macht für euch das Late Game aus? Jeden Tag das Gleiche tun. Yeah. Late Game ist Dungeons farmen, Maximallevel erreichen und Equip upgraden. Bei mir ist immer besonders cringe. Mein Nachbar, dem sein Fenster sehe ich von meinem Fenster aus. Und immer wenn da Licht brennt, weißt du, der geht jetzt, also der ist wach und geht jetzt dann gleich zur Arbeit. Und dem sein Licht brennt immer, wenn ich schlafen gehe. AKA, ich gehe schlafen, wenn er auf die Arbeit geht. Klassiker. Wann stehe ich dann immer auf? Ja, momentan immer so zwischen 1 und 2. Kurz vor 1 oder kurz nach 1. Also Zeitraum 12:30 bis 13:30. Hasse ich eigentlich total die Uhrzeit, aber ich kann es momentan nicht ändern. Hab schon mehrfach probiert und jedes Mal fehlgeschlagen. Wenn ich früher schlafen gehe, stehe ich trotzdem um die gleiche Uhrzeit auf. Hab durch dich Fly angefangen, wollte mal eben Danke sagen, bin so am Suchten. Einen weiteren Bruder an Fly verloren. Nice. Männer, salutiert dem gefallenen Bruder. Weggetreten. Oh. Tja, Mr. Towley. Satz mit X, das war wohl nix. Wenn du in der Hölle ankommst, Red Meteor, dann hoffe ich, wird Satan dich richtig durch die Mangel nehmen. So richtig durch den Fleisch- oder Fleifwolf drehen. Mir egal. Du hast es verdient. Du widerwärtiger Abschaum.
Wieder nichts. 11 Mal, nee, Schwachsinn, 15 Mal in a row kein Drop. Feels bad, man. Yes, the giant red dragon that spits fire is a boss, yeah. Giant red dragon spitting fire, that's usually a boss monster. Checks all the boxes for being a boss monster. Like, one-shotting my character right here, being big and red. The fire-spitting part, maybe I mentioned that before. Wow. Wieder mal absolute Zeitverschwendung. Einfach wieder komplett ohne Drop. Nicht mal ein Power Dice 10, er hat einfach 4-mal gar nichts gedroppt. Nicht mal ein Power Dice 10. Einfach 4-mal rein, 4-mal nichts und wieder raus. Und Hauptsache 5% auf meinem anderen Blade verloren. Das fühlt sich richtig befriedigend an. Zeit für die Drops! Absolute Ass. Na, mein Rohrend-Gauns gedroppt. Rohrend-Gauns gedroppt. Endlich mal wieder ein Jackpot. Ich habe die Statistik noch nicht offen. Okay. Einen doppelten Pensero. 2-mal Pensero plus 1. Also der Knight hat einen 1er und der hat einen 2er Drop. Das heißt, es sind bei 3 insgesamt. Oh, da muss aber noch einiges kommen, dass man das als Erfolg verbuchen kann. Hier haben wir auch einen Doppeldrop. Strain D plus 1 2-mal. Und Assist Gauns. Okay, noch ein 2er Drop. Und jetzt fällt alles auf die Schultern vom Blade. Der Blade kann uns noch retten. Der Blade ist der einzige, der Schmuck plus 3 gedroppt haben kann, ohne Spoiler. Absolute Ass. Angebote. Ich habe jetzt schon meinen Job. Ich muss nur noch meinen Abschluss schaffen. Die Stelle ist mir sicher. Die wissen nur noch nicht, dass sie mich nicht wollen. Aber das ist ja denen ihr Problem. Die wissen ja gar nicht, welchen Virus sie sich da eingefangen haben. Sie haben sich den Free-to-Play-Virus eingefangen. Und er ist höchst ansteckend, Baby. Tja, es ist immerhin besser als ein Daki Makura von Angela Merkel. Also von dem her kann mich gar nichts mehr schockieren. Gott, das Bild kriege ich nie wieder aus dem Kopf.